kamt gleich auf die Idee? Was, ein Boot zu kaufen? Ja. Er hatte irgendwas mit Promille zu tun, oder? Guck mal. Hier. Ich habe eben noch gesagt, ich verbrenne das Boot und ich will keine Videos mehr posten, weil es... Was habe ich gesagt? Ja, genau das. Ja, genau. Wir sind Rob und Cleo, 2 Tätowierer aus Köln, und zusammen mit unseren Katzen gehen wir auf die größte Reise unseres Lebens. Komm mit! Wir sind zurück in Deutschland und es wurde natürlich überfallen. Jetzt sind alle Sachen weg. Also eigentlich will ich jetzt gar nicht filmen. Warte. Wir sind so aufgeregt. Nach ihrer Hochzeit geht es für Cleo und Rob zurück nach Frankreich. Zurück zu ihrem Schiff, den offenen Baustellen und ihrem großen Traum vom Auswandern. Doch läuft diesmal endlich alles nach Plan oder wartet schon das nächste Problem? Schon wieder 4000 Stunden Kurverei hier durch die Serpentinen von Schöllkrippen. Wir gehen jetzt noch ein bisschen Elektrokram abholen. Wir haben hier hinten auf jeden Fall richtig riesige Solarpaneele, die uns zu einer sehr, sehr unbequemen Sitzposition benötigen. Ja, und danach geht es dann weiter noch 10,5 Stunden etwa oder 11 Stunden Richtung Frankreich. Was aber auch schön ist, wir haben einfach von den Habseligkeiten, die wir mit drunter nehmen wollten, können wir nur eine Kiste mitnehmen, weil der Rest wieder nur Werkzeug und Ersatzteile sind. Ja, es ist einfach so wild. Aber wir müssen echt noch eine Spedition bestellen, um den Kram darüber zu karren. Ja, Katzen haben wir nicht mitnehmen können. Die müssen jetzt zu Hause bleiben, da muss unser Freund Volker drauf aufpassen. Wir wollten ja eigentlich dieses Mal komplett auswandern, aber es funktioniert halt nicht. Wir müssen nochmal nach Deutschland und den ganzen Scheiß holen von uns. Ja, und ich muss einfach nochmal arbeiten. Hochzeit war teuer. Die Polizei. Das ist direkt Panik, ne? Mal hier im Lenkrad gewackelt. Man hat immer Angst vor die Polizei irgendwas. Jeder kennt das. Wie wenn man im Supermarkt ist, wo man sich immer so gefühlt hat, als hätte man was geklaut. Nur weil man ein bisschen intensiver guckt und man fühlt sich einfach so, als hätte man geklaut. Das ist so absurd. Wenn man rausgeht, ohne was zu kaufen, das ist das. Ja, das ist noch schlimmer. Ja, genau. Ja, wenn du da noch rausgehst und dann denkst du dir immer, jetzt piept das Ding, wenn ich rausgehe. Wundervoll. Mitten in der Nacht in Lyon. Absolut Land unter hier. Geht's komplett ab. Aquaplaning die ganze Zeit. Ey, kannst du nur 50, 60 fahren. Absolut Horror, man sieht gar nichts. Unfassbar. Ist schön. 3:30, völlig im Arsch. Und endlich angekommen. Dauert noch 5 Minuten oder so. Oder 6. Wenn du diese scheiß Ampeln hier nicht. Einfach nur noch schlafen gehen. Schlafen. Rob und Cleo haben ja heute geheiratet und wir hinterlassen den beiden jetzt mal ein kleines Hochzeitsgeschenk. Die kommen in ein paar Tagen wieder und wir hoffen sehr, dass sie sich wahnsinnig darüber freuen werden. Wir tauschen einmal diese alten, falschen Clipper-Kästen gegen Ted Venture gebrandete Klappen, damit er dann ja auch hier ordentlich alles aussieht. So, ihr Lieben, ja, alles Gute zur Hochzeit. Wir waren in Gedanken heute bei euch, freuen uns mit euch anzustoßen, wenn ihr wieder da seid. Und wir hoffen sehr, dass ihr euch über unser kleines Adventure-Geschenk freut. Ich bin schon ja höchst demoralisiert. Keine Ahnung, wie wir hier in 3 Tagen die scheiß Elektriker reinkriegen sollen. Wir gucken, ob was geht, aber Solarpaneele sind ein bisschen zu groß. Kann ich alle wieder mit nach Hause nehmen. Ach, das ist einfach... Nee. Da soll sie rein. Mal gucken, wie es wird. Ist schon die Fresse voll. Ich würde es am liebsten einfach anzünden. Wenn ich groß bin, dann kaufe ich nur noch vernünftige Schiffe. Ah, das ist heiß. Heiß ist es. Hast du mir jetzt Wasser mitgebracht? Kein Wasser. Unsere fleißige Hilfe ist da. Ich kriege Herzinfarkt, glaube ich. Nein.
mir viel zu warm. In diesem Land. Ach, zumindest wenn man schleppen muss, ne? Wir haben kein Wasser mehr. So, jetzt haben wir erstmal Schlachtplan. Wir sollen keine schlechte Laune haben. Ich habe mich richtig geschämt, Wasser zu kaufen. Die Ankunft. Ich fast hier runterfallen, meinst du? Das ist Kevin. Und Angie. Moin. So, wir sind angekommen. Wir haben ein bisschen Essen mitgebracht für uns. Alkohol vor allen Dingen. Ja, das wollen wir nicht sagen. Richtig elegant auf der Schulter, auf der Leiter hochgetragen. Ich hätte tatsächlich lieber was größer und dafür flacher. Ja, der ist sehr, sehr klobig und wissen nicht wohin damit. Ja. Also so eine richtige Angie ist das. Der ist Ja, aber Klein ist und schon schön. klobig. Man versteht dich nicht. Scheiße klobig ist der, habe ich gesagt. Wie kam vielleicht auf die Idee? Was, ein Boot zu kaufen? Ja. Er hatte irgendwas mit Promille zu tun, oder? Ach, guck mal. Weil ich eine leichte Retardierung habe, deswegen. Okay, sehr schön. Hast du das gerade angehoben? Ja. Bist du deswegen so aus der Puste? Ja, oder wegen der 34 Grad hier drin. 33,9. Warte kurz. 34,0. Ach ja, okay. Übrigens. Gut, haben wir es geknackt. Ja. Die 35 schaffen wir auch noch. Und da ist es wesentlich angenehmer als hier unten in der Ecke. Ja, aber du hast ja doch schon hier deinen Durchzugs gebaut. Will das Ding. Ja. Was, die Kamera? Nee, der Da Temperatur? Willst du wissen, wie viel jetzt hier drin ist? Ich versuch das, warte mal. Gut versucht, du hast es geschafft. Na klar. Versuch macht klug. So. Jetzt versuchen wir hier halbwegs nüchtern, ne? Hast du leer gemacht? Du sowieso. Ich hab's fast leer gemacht. Fast. Jetzt versuchen wir hier halbwegs nüchtern was einzubauen, weil die Mittagssonne ist endlich weg. Ist ja auch schon Nachmittag. Ah, scheiße heute, ey. Und ich bin heute wirklich betrunken. Der erste Tag hier und jetzt sagen wir so, die Frustration ist gewichen. Und das Glück ist wieder eingezogen in meinen Körper. Das ist aber wahrscheinlich extern hinzugefügt. Was soll ich denn sagen? Was soll ich euch sagen? Entschuldigung. Herrlich. Ich mache jetzt gerade hinten die Wachskiste leer. Ja. Gucken wir mal, ob wir da was reinschrauben können, ne? Was wir von hinten ein bisschen kontern. Das Schlimmste ist, die Frau wird das eher alles rausschneiden, weil die sagt, du kannst nicht betrunken sein, bitte. Doch, kann ich schon. Schatz, wenn du es siehst, lass es einfach drin, lass es drin, das wollen eh alle sehen. Ich habe eben noch gesagt, ich verbrenne das Boot und ich will keine Videos mehr posten, weil es... Was habe ich gesagt? Ja, genau das. Ja, genau. Aus Gründen. Es ist trotzdem irgendwie heiß. Der junge Mann da unten installiert gerade unseren Multiplus und die restlichen Geschichten hier für Solar. Muss man umdrehen. Da haben wir jetzt mal so eine Platte hingemacht zum Kontern, dass der Multiplus nicht sich aus der Wand reißt da. Wir haben leider keinen anderen Platz als in dem Bett. Da müssen wir die Matratze ein bisschen ausschneiden. Aber ansonsten wird das echt unangenehm. Ja, wenn wir den in den Schrank gemacht hätten, dann wäre auf jeden Fall einiges mehr an Holzaufbohrerei gewesen. So. Ich will irgendwie nicht noch mehr kaputt machen als nötig. Was machst du denn da? Ich das wüsste. Immerhin ist heute nicht so heiß, oder? Ja, nee, noch geht's tatsächlich. Ja, gestern war schlimmer. Ich glaube, der kommt noch. Die Cleo scrapt jetzt hier mal den scheiß Anti-Fouling runter, ne? So sieht das aus. Total toll. Nicht. Es muss gleich auf jeden Fall noch geschliffen werden. So ganz kriege ich das nicht runter. Ich hole jetzt erstmal noch einen zweiten Scraper, glaube ich. Weil alleine ist das zu krass. So. Für mich steht jetzt erstmal auf dem Plan hier unten. Ja, ich würde aber erst wechseln, wenn wir auf der anderen Seite sind. Haben wir keine mehr. Das Stück an der Badeplattform ein bisschen aussägen. Mal gucken, wie weit die miesen Stellen gehen. Und dann werden wir das irgendwie wieder zurecht basteln. Ne? Ja. Zumindest ist so der Plan. Ja, hier gab es auf jeden Fall einige Parkrempler.
kann man schon sehen. Morgen. Bin ich Rob? Nein. Wird er sich so früh in den Wecker stellen? Nein. Da die Temperaturen morgens wesentlich angenehmer sind, haben wir gedacht, wir fangen früher an. Ich denke mal, mein Schwesterherz und ich werden die zwei auch gleich wecken. Ich glaube, die werden richtig begeistert sein. Sogar noch zu. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Guten Morgen. Ich glaube, der Rob braucht eine extra Döner. Ja. Boah, ich fand's hier richtig. Guten Morgen, Sonnenschein. Nein, du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein. Sonnenschein. Guten Morgen, Warte mal, Sonnenschein. Ich wollte nicht mehr aufnehmen, wie du das machst, Mann. Oh, mein kleiner Teddy. Kannst du das Brett kurz halten? Gegenüber, ich muss da jetzt einmal reinschrauben. Darf ich mich zu dir legen? Ich möchte jetzt eigentlich mich dazu kuscheln. Wie war die Nacht? Gut. Ja? Habt ihr gefüßelt? Hat er jetzt Horror gesagt? Ich fand's voll gut. Habt ihr gefüßelt? Nö. Ja? Nee? Also ich finde nicht. Ich hatte hier richtig Platz. Ich bin ja nicht dran gekommen. Und du hast Deckenhöhe im Vergleich zum anderen. Dass ihr nicht direkt hier hingegangen seid. Ja. Guck mal, da freut der Rob sich. Oh mein Gott. Nicht mehr hier liegen. Was? Was werden wir? Oh, Nicht mehr hier liegen? ja, siehst du, er freut sich. Wir kriegen nur richtig gute Nachrichten hier unten. Nee, Anti. Nicht, nein. Alles Ich ist stürze gut. mich einfach hier runter. Alles ist gut. Kopf Nein, über. alles ist gut. Alles ist prima. Das Schiff ist in einem Top-Zustand und alles ist gut. Ich habe ihr untersagt, schlechte Nachrichten zu verbreiten. Ich habe keine schlechten Nachrichten. Du lügst. Nein, wir kriegen das alles hin. Manchmal. Nein. Alles. Kriegen wir hin. Ja, in 3 Jahren. Nein. Ja, wir helfen euch dabei. Wir kriegen das hin. Das hört sich ja noch schlimmer an, als es vorher schon war. Ist mir egal. Wir kriegen das hin. Wir machen das. Chaka! Traumtower! Was ihr nicht gehört habt, wegen der Osmose muss der gesamte Rumpf bis aufs Laminat runter. Schaffen die beiden das rechtzeitig? Ihr habt beide eine Behinderung. Ja, das sieht sogar auf der Handykamera schnell aus. Habt den Sand. Ja. Wir müssen ja auch mal ein bisschen was genießen hier, ne? Nach all den Qualen aus den letzten 2 Tagen schon wieder. Muss man einfach mal hier so ein Ding trinken. Wie steht mir die Brille überhaupt? Ich habe die kurz geliehen bekommen, weil hier die ganze Zeit Sand in meine zarten Äuglein weht. Ja, ich glaube, die ist ein bisschen riesig. Ich kann mich nicht erkennen vor lauter Licht. Es ist einfach zu sonnig. Ach, wer mag schon Sonne, nicht? Ja, zum Wohle, ne? Und dann wir entspannen uns da einfach mal ein bisschen. Und gönnen uns einfach mal eine Auszeit von dem stressigen Bootsalltag. Okay, niemand hat gesagt, dass das hier einfach wird. Läuft alles wie geplant und es gibt kein Zurück mehr, gerade aus den gerade genannten Gründen. Unsere Bootsnachbarn wollten uns mal auf einen kleinen Trip mitnehmen. Das sind jetzt 3 Stunden darüber. Warum sind hier so viele Fliegen?